Wollt ihr wissen, was ich mit dem Handy vorhabe? Dann bleibt dran. Ein Großteil meiner Zuschauer hat den Kanal noch nicht abonniert. Falls dir meine Inhalte gefallen und du nichts verpassen möchtest, drück einfach auf den Abonne All-Button. Es ist kostenlos und hilft dem Kanal çok. Teşekkürler. Merhaba arkadaşlar und herzlich willkommen zu einem neuen How-To. Wir schauen zusammen die App von Ridelink an, beziehungsweise die Navigation. Ich möchte gerne mit euch zusammen eine Route erstellen und euch zeigen, wie das so funktioniert, wie man das machen muss. Einfach, dass ihr schon vorab ein bisschen Bescheid wisst, was so in dieser App, was man so machen kann. Schnacken wir gar nicht einmal so lange drumherum und gucken uns das Zeug mal an. Ja, also wir sind hier im Hauptmenü und zwar geht es dann hier halt, je nachdem wie ihr es eingestellt habt, kommt halt zuerst das als Main-Menü, Hauptmenü, und da ist halt unser Motorrad oder respektive die Infos drauf, wie die Batterie aussieht, wie der Luftdruck der Reifen aussieht. Natürlich könnt ihr auch eure Wartungen immer reinschreiben, kann man auch, also wirklich alles, was jetzt passiert wurde oder so, kann man da reinschreiben. Das gucken wir alles sonst mal ein anderes Mal an. Wir schauen jetzt mal die Navigation an und gehen hier unten bei den Buttons auf Navigiere. Und dann haben wir hier schon einmal die Karte. Man sieht jetzt hier einfach, wo mein Motorrad ist, da mit dem Logo von Ridelink. Und genau so. Also ihr könnt natürlich auch die Ansicht ändern. Mir gefällt es halt so besser, da ich die Straßen schneller erkennen kann. Aber ihr könnt natürlich auch zur Satellitansicht gehen. Da geht ihr oben auf das Suchfeld, geht ihr rechts auf das Zahnrad, klickt auf Satellit, geht zurück und dann wäre halt Satellitenbild. Sieht zwar schöner aus, so mit den Farben, aber die Straßen, ja, man erkennt halt einfach die Hauptstraßen viel schneller, Autobahn, Hauptstraße, und die Nebenstraßen halt nicht so gut. Und ich möchte mit dem Motorrad mehr auf Nebenstraßen unterwegs sein. Deswegen gehe ich hier auf die Standardansicht, so dass ich wirklich alle Straßen im Blickfeld habe. Ein bisschen Kaffee noch, weil ich quatsche heute so viel. Die einfachste Version wäre, wenn ihr hier unten auf Planen und Tracken klickt, könnt ihr natürlich auch eine Route, die ihr zum Beispiel auf einer anderen Navigation-App oder so, könnt ihr die GPX-Datei downloaden und hier dann natürlich uploaden. So müsst ihr die einzelnen Punkte nicht irgendwie 100 Mal eingeben. Oder ihr geht halt hier unten auf Erstelle einen Rundtrip. Dann kann man zum Beispiel links Norden, also die Richtung auswählen. Jetzt ist Norden zum Beispiel, dann klicke ich nach Süden, Osten, Westen. Kann man einfach so die ungefähre Richtung kann man hier dann auswählen. Ich mache jetzt mal Westen. Hier mit dem Schieberegler könnt ihr die Kilometerzahl runter oder raufschrauben. Ja, bleiben wir mal so, machen wir 94 Kilometer. Und dann klicken wir auf Route erzeugen. Und zack, habt ihr eine Rundtour im Umkreis von ca. 100 Kilometer der Tour mit verschiedenen Punkten und könnt natürlich so dann auf Starten gehen, wenn es euch gefällt. Und dann könnt ihr euch, hier könnt ihr wählen, von wo aus ihr die Route starten möchtet. Wollt ihr von Beginn an, dann fährt ihr effektiv dann über den Punkt 1. Oder ihr könnt kürzester Einstieg und dann ist, je nachdem wo ihr am nächsten seid,
kommt ihr dann einfach direkt in die Strecke rein. Natürlich den Typ wählen, ob ihr alleine seid oder in einer Gruppe. Dann können eure Freunde dann natürlich auch die Navi, also die Route teilen und so. Und ihr wisst voneinander, wer wo steckt. Ist noch eine coole Funktion. Und dann auf Start Navigation und dann fängt es dann auch an. Und so läuft das Ding. Ihr könnt dann hier angeben, dass es immer, wo ich gerade bin, zentrieren. Und dann könnt ihr hier die Navi-Stimme ausschalten. Hier könnt ihr noch auf Einstellungen gehen und 2, 3 Kleinigkeiten anklicken. Ja, oder halt pausieren. Ihr könnt auch den Wegpunkt überspringen. Also wenn ihr jetzt irgendwie sagt, nee, das ist mir ein zu großer Umweg über den Punkt, dann könnt ihr den Wegpunkt überspringen, pausieren oder halt beenden. Und hier, genau, hier ist der Kompass. So ändert sich immer dann, wenn du mit dem Handy drauf bist, je nachdem auf welche Richtung du guckst. Dann beenden wir das mal schnell. Die andere Variante wäre, wenn ihr natürlich eine Stadt eingibt. Wir können hier mal Wetzikon eingeben. Ja, Wetzikon im Kanton Zürich. Jetzt hat es irgendwie nicht angenommen. So, Wetzikon Kanton Zürich. Und dann erstellt er uns schon mal eine Strecke. Das kann man dann auch wieder starten, die gleichen Sachen auswählen und dann losdüsen. Also ihr könnt dann auch einfach nur das Zielpunkt eingeben und der macht dann selber ein bisschen was. Wie ihr sonst noch, also im Navi eingeben könnt, eine Strecke eingeben könnt, ist, indem ihr einfach lange an einen Ort draufklickt. Also wir machen jetzt zum Beispiel mal in Nürensdorf, das soll unser nächster Wegpunkt sein. Und dann erhält er gleich auch das Zielort, also gibt er es als Zielort an. Wenn ihr aber noch weitergehen möchtet, könnt ihr hier in Bassersdorf länger draufklicken und automatisch wählt es dann den letzten Wählpunkt als Zielpunkt an. Dann gehen wir, ja, wir wollen Richtung Norden fahren, lange draufklicken und so hat er auch schon wieder den nächsten Punkt angewählt. Wenn jetzt zum Beispiel Nürensdorf uns nicht so passt, wir wollen ein bisschen weiter über Norden durch, dann könnt ihr einfach ganz kurz auf die 2 tippen und wegschieben. Jetzt machen wir es da hier in Breite und schon ändert er den Wegpunkt, so wie ihr es jetzt verschoben habt. Wir können zum Beispiel die 3 packen und nach Baltenswil eintragen. Zack, einfach kurz draufhalten und wegschieben. Wenn ihr zu lange drauf bleibt, dann wird das als Ziel angegeben. Und jetzt hat er den Hänger. Genau, wo sind wir stehen geblieben? Jawohl, wenn ihr dann halt eben zu lange dann auf dem Knopf drauf bleibt, dann gibt es das dann als Ziel an. Also so könnt ihr am einfachsten dann auch das Ziel ändern. Ja, ansonsten, ja, die anderen Punkte können wir dann ein anderes Mal anschauen. Aber heute geht es mal effektiv um die Navi. Und das wäre halt so auch schon erklärt. Also Leute, wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, als ich das How-To rausgebracht habe, wie ich die Gadgets installiert habe, es ist kein Hexenwerk. Wirklich sehr einfach. Also deswegen besorgt euch das Ding und geht eine Runde drehen, testet selber mal, wie das aussieht. Ich finde es ganz cool. Und ja, wenn ihr dann ein Abo abschließt von 50 €, habt ihr natürlich dann auch mehr Vorteile. Und ja, schnappt euch das Ding, Leute. Also es gibt andere Navigations-Apps, die können weniger, aber kosten mehr. Also da finde ich das wirklich geil. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Bums. Und gebt auf euch Acht. Güle güle.